Kurze Passwege. Und jetzt kommen wir an einen relativ interessanten Punkt. Wir haben darüber gesprochen, was sind eigentlich Auslöser? Und hier ist eigentlich ein anderes Spielprinzip ein Auslöser für ein nächstes Spielprinzip. Weil wenn ich mir über erreichbare Passwege Gedanken mache, dann kann ich mir ja die Frage stellen, es gibt ja mehrere erreichbare Passwege. Und welchen dieser erreichbaren Passwege wähle ich denn jetzt aus? Also ganz viel auf der Entscheidungsebene. Wenn ich jetzt 3 mögliche erreichbare Passwege habe, die ich alle anspielen könnte, welchen spiele ich denn an? Und eine Handlungsanweisung wäre das Prinzip der kurzen Passwege. Gucken wir uns mal einen Fehler dazu an. Wieder ein bisschen in die Situation einfach einfühlen. Ball ist auf einer Seite, wird rausgespielt und wird dann sehr weit, zumindest im Vergleich zur Schlagdistanz des Verteidigers, gespielt. Der Ball landet irgendwie im Strafraum. Okay. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ball geht von der einen Seite raus, auf einen zentralen Spieler. Und jetzt geht es um diese Situation gleich. Um die Kombination aus den beiden Spielern. Das ist jetzt kein kurzer Passweg. Da wird mir wahrscheinlich jeder zustimmen, weil das Verhältnis zu der Schlagdistanz, also der Ballführer gerät ja viel schneller unter Druck, als der Ball unterwegs ist sozusagen. Und jetzt habe ich hier eigentlich eine Situation, wo ich es nicht geschafft habe, die Reihe zu überspielen. Der kommt jetzt hier ins 1 gegen 1 vielleicht, okay. Aber wir haben es nicht geschafft, die Reihe zu überspielen mit einem Pass. Der Gegner geht wieder in den Strafraum rein, wir haben Zeit verloren und ich habe dann danach eine Situation, wo der Ball in den Strafraum geht, aber das ist keine klare, richtig gute Torchance. Und wir kommen gleich noch zu einem guten Beispiel, wo es gut gemacht wird und dann deutlich mehr Gefahr einfach ausstrahlt. Gucken wir aber noch mal rein, was in dieser Situation besser gemacht werden kann, weil ich kann eigentlich mal jede Situation nehmen. Ich kann dieses Konstrukt einfach nehmen. Er hat 3 mögliche erreichbare Passwege. Gucken wir uns erstmal den ersten über die Tiefe an. Warum bewegt sich der Spieler vorne nicht zwischen diesen 4 Spielern, zwischen Gegenspielern positionieren, kommt gleich nochmal, wird hier angespielt. Warum? Kurzer Passweg und der Innenverteidiger muss jetzt eine schnelle Entscheidung treffen. Der Ball ist innerhalb von einer Sekunde da, gehe ich raus oder gehe ich nicht raus? Und bei dem langen Ball, der lang gespielt wird, was muss der Innenverteidiger für eine Entscheidung treffen? Der Ball ist unterwegs, ja gut, ich falle in den Strafraum zurück, es passiert nichts. Und das ist einer der entscheidenden Punkte. Ich muss den Gegner immer in den Handlungsdruck zwingen. Ich muss immer dafür sorgen, dass er immer wieder unter Druck ist, immer wieder eine Entscheidung treffen muss, immer wieder überlegen muss, mache ich das nicht? Weil wenn das passiert, dann habe ich eine Chance, dass er vielleicht mal falsch liegt. Und dann überspiele ich das. Das heißt, das hier wäre ein möglicher kurzer Passweg, den ich spielen könnte, von mehreren. Denn ich könnte auch noch den kurzen Passweg spielen. Also er könnte jetzt sich ein bisschen weiter absetzen, einen anderen erreichbaren Passweg dienen und dann spielen wir einfach über 2 Pässe daraus. So, warum ist das besser? Weil, ist ja ganz klar, wir spielen jetzt hier über 10, 12, 15 Meter vielleicht raus und auch der Außenverteidiger des Gegners und der Innenverteidiger des Gegners muss seine Position ja da anhand dessen anpassen. Weil es könnte ja sein, dass der Spieler flankt, in die Mitte geht, in die Mitte dribbelt, in die Mitte den Steckball spielt, wie auch immer. Und daran muss ich mich ja auch anpassen. Und dann nimmt er den Ball mit und spielt dann erst auf die Außenposition raus. Und dann habe ich vielleicht eine Chance, die Reihe zu überspielen. Und das ist mit 2 kurzen Pässen eben besser als mit einem langen Passweg. Und deswegen das Prinzip der kurzen Passwege. Hier ist es besser und es geht jetzt gar nicht so sehr darum, das mit den Highlights sich so anzugucken, sondern guckt euch mal die erste Szene an, guckt euch mal nur an, wie die Gegner immer wieder Entscheidungen treffen müssen, gehe ich raus, gehe ich nicht raus und wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, rauszugehen, also Druck zu machen, in welchem Tempo sie es machen, weil das ist ein guter Indikator dafür, ob ich das gut mache. Wenn der Gegner immer wieder sprinten muss und immer wieder und dann vielleicht mal zu spät kommt, dann ist ein gutes Zeichen dafür, dass entweder der Gegner sehr schlecht verteidigt, zugegeben, oder dass ich es halt mit kurzen Passwegen echt immer wieder schaffe, den Gegner unter Druck zu setzen, dass er immer wieder überlegen muss, ja, nein oder wie auch immer. Und da gucken wir einmal rein. Natürlich haben wir es auch ein bisschen gehighlightet, damit wir es uns nochmal angucken, aber im Prinzip ist der Eindruck beim ersten Mal schon entstanden. Und da könnt ihr auch gerne nochmal zurückspulen, nochmal reingucken, okay, wieder angesprintet. Und das ist jetzt genau die Situation. Der Druck ist da, kurze Passwege, da kurz einmal raus, der bekommt den Ball. Jetzt muss er sich entscheiden, gehe ich raus, gehe ich nicht raus. Er entscheidet sich dafür, geht raus, wird angesprintet, kann dann und deswegen überspielt werden. Und dann kommen wir auf einmal in eine Situation, wo wir den Ball vorne haben, 3 Verteidiger noch davor sind und wir eine Situation haben, einer hat den Ball, legt ihn ab, hat noch 1, 2 davor, aber immer wieder kurz Tempo und der Gegner muss einfach Entscheidungen treffen.